So, ich bin jetzt auf dem Weg zurück nach Bali und von da aus werde ich weiter nach Australien reisen. Elena haben wir heute schon verabschiedet und für mich geht es jetzt weiter. Ich habe meine Begleiter hier und ohne die wäre ich hier am Flughafen verloren, weil wir sind jetzt an 3 verschiedenen Punkten gewesen, wo ich hätte abfliegen können. Ja, jetzt habe ich mein Terminal gefunden und jetzt geht's los. Juhu, also ich bin jetzt in Cairns angekommen und laufe jetzt hier die Promenade entlang. Und ich habe jetzt erstmal den Tag genutzt, um anzukommen, um meinen Couchsurfer hier kennenzulernen und um ja, mir die Gegend etwas anzugucken. Und ab morgen geht es dann mit ein paar Touren los. Das hier ist jetzt die Promenade direkt bei Cairns. Und wir werden morgen da hinten von einem Schiff, Boot, Kajak, ich weiß es nicht, werden wir auf jeden Fall abgeholt. Und dann geht's raus zum Great Barrier Reef. Guten Morgen, also wir haben jetzt gleich 7 Uhr und ich muss sagen, es ist etwas kühler hier morgens früh als in Asien, aber man hört so viele Tiere draußen, das ist unglaublich. Und ich werde heute im Great Barrier Reef schnorcheln und tauchen gehen. Ich freue mich. Hi, so ich bin jetzt auf dem Weg zum Great Barrier Reef und sitze gerade auf dem Boot und ich habe eine super Aussicht von hier. Und ich habe jemanden kennengelernt. Das ist Sabrina, die ist aus Stuttgart und spricht auch Deutsch. Ich war jetzt am Great Barrier Reef tauchen und ich werde gleich nochmal gehen. Das ist so unglaublich schön da unten. Ich hoffe, dass mir meine Freundin Sabrina ein paar Videoausschnitte von da unten zeigen und schicken kann. Denn ich habe leider keine Unterwasserkamera, aber sie hat eine Actioncam und vielleicht kann ich ein paar Videos von ihr in mein Video einbinden. Das wäre echt super. Und ich wünschte wirklich, ihr könntet das da unten sehen. Das ist so einmalig schön. Ich habe noch nie so eine bunte Vielfalt an Korallen und Fischen da unten gesehen. Und ja, es sollte sich auf jeden Fall lohnen, mal nochmal und nochmal und nochmal darunter zu gehen. Ja. Obwohl das Wasser sehr, sehr kalt ist, muss ich sagen. Ich bin noch etwas sehr müde, weil
Es sind jetzt gerade 6:20 Uhr und ich werde gleich abgeholt. Und zwar geht es für mich heute zum Dandray River und zum Cap Tribulation. Das ist der Regenwald hier. Und ja, das wird wieder eine ganze Tagestour. Und ich bin noch ein bisschen müde, heißt, ich brauche erstmal einen Kaffee. Und ja, und dann schaue ich weiter, welche Tiere ich heute so sehe und wie viel Mückenspray ich heute verwenden werde. Und ja, ich bin gespannt. Ich befinde mich jetzt im Wildlife Habitat. Heißt, ich werde mir jetzt ein paar Koalas und ein paar wilde Tiere hier in Australien ansehen, die hier ja, in einer Art Auffangstation betreut werden und dann wieder freigelassen werden. Und ja, gehen wir mal rum. Das hier nennt sich Wetlands. Wie ihr sehen könnt, ist das hier ein Bereich für ja, australische Vogelarten, die sich am Wasser befinden. Oh, und hier kommt ein kleiner Papagei vorbei. First of all, in Australia we have two forms of koala. They're not a subspecies. We have the southern form and we have the northern form. Rocky here, he's the northern form, living up here in northern Australia, and also sometimes known as the tropical koala. So the difference is northern koalas, for the warmer climate, they've got shorter fur. They're lighter in colour to reflect the heat. And their average weight for a male northern koala is about 8 kilos. When you get down south, say southern New South Wales, the state of Victoria and just into South Australia, the koalas have longer, darker, much thicker coats for the colder winters. Bellowing there. Yeah. And also the southern koala is about twice the size of the northern koala. A male southern koala grows anywhere from 12 to sometimes 16 kilos in weight. So he's bellowing there. That's their territorial call. They also make that bellowing noise when it's breeding season, and they then become very aggressive protecting their territories. That's why you can't keep male koalas together in captivity. They fight. They're too territorial. You can keep females together. You can keep male with females, of course. But in captivity, female koalas, they're fine together out there in the wild. If a female wants to stay in a male's territory, she will. If she wants to move off, she'll go and do that also. So that one's, yeah, kind of in between, stage between having fur and things like that. You got a pretty good hole in that. Oh, you going to go back in? No. Big stretch. Can I touch him? Yeah, you can give her a pat, just not the Joey in a pouch. So the pouch is a muscle, so mums can open that and close that as she... So, wir werden jetzt eine Tour durch den Dandray Nationalpark machen. National Park, meine ich. Und hier soll es blaue Schmetterlinge geben, die sehr prägnant für Queensland sind. Und ein paar kleine Dragons, die sich um die Bäume schlingen. Und ja, ich werde einfach mal die Augen offen halten. Honestly, looks like a bit getting rather. And I love the circle in the middle of it. Yeah, I didn't go up. It starts its life off as a tiny little seed, as all tiny plants do. It usually gets deposited up in the top of a canopy by a bird or a tree kangaroo, something similar. Eats the fleshy exterior of the fruit, leaves the seed behind. From there it sprouts out all these vines. Vines come down, wrap around the tree,
into the ground, leaches a bunch of nutrients, minerals, water, cuts off the water supply to the tree, grows its own canopy, cuts off the sunlight supply to the tree, effectively strangling the tree to death. This is why it's had its nickname, strangler fig. So that tree will die, rot out through the middle, enrich the soils further, all these individual vines solidify into one trunk structure, and that's the end result, a stranglage fig. Now this tree is probably 300 years old, give or take a few decades or so. So it's been there a fair while, probably killed its host somewhere between 150 and 200 years ago. And it's on its way out, so it's coming to the end of its lifespan. The thing with strangler figs is that they don't have an off button. They keep growing and growing and growing and growing and growing. Unlike most trees, they have a concept of weight distribution. Strangler fig does not. Grow its branches out as far as it can. As you can see the scar in the canopy up here. Big sun gap. And you see this big, huge branch lying down the bottom of all this chopped up wood. That was the size of the branch. It's like the size of a tree trunk itself. It's way too heavy. Same thing happened a few years ago in the opposite direction there. So that scar is sort of healing itself as all the trees grow up back through the sun gap. This tree, there's nowhere near enough canopy up there anymore for a tree this size, so it's going to slowly die over the next 5 to 10 years or so. Alright guys, just direct your attention upwards now. Now if you look up into the tops of the canopies up here, you'll notice these big collations of leaves all stuck together. You might think to yourself that's a nest of some kind. Wish it was, that'd be a hell of a bird to see, but no, they're actually another species of parasite. This is another one called a basket fern. The basket ferns are pretty cool. Unlike the strangler fig, they're not an aggressive parasite, so they're not one-sided. They're actually more of a sort of a neutral thing, so it's not exactly symbiosis, but it's not affecting the plant any which way. Now, it's kind of a benefit for the trees for them to actually be in there because they attract a lot of animals. Animals will nest in these sorts of things up in the tops there. Birds, lizards, anything really. And it's good for the tree because all these trees fruit. Most of all the rainforest varieties fruit, which means that animals have immediate access to that fruit and can disperse it throughout the rainforest. So it's beneficial for the tree to have them up there. So, da könnt ihr einen kleinen Drachen sehen. Ich zoome mal ran. Leider ist meine Handy-Quali nicht so gut. Ich muss sagen, ich habe ihn mir etwas größer vorgestellt, aber ich bin froh, dass ich überhaupt einen sehe. So, wir sind jetzt auf der Fähre und überqueren gerade den Daintree River mit dem Bus. Deshalb, ich kann leider nur von hier aus raus gucken. Wir befinden uns jetzt mitten im Daintree Nationalpark. Wir werden jetzt erstmal etwas essen und uns verstärken, bevor es in den Dschungel geht.
Ich bin bereits fertig mit dem Essen. Ich war etwas schneller als die anderen und dementsprechend habe ich nun noch eine halbe Stunde Zeit, um mir hier den Strand anzugucken. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand einer der schönsten Strände, den ich je gesehen habe oder die ich je gesehen habe. Denn hier ist einfach mal gar kein Mensch. Es ist ein verlassener Strand, mega schön, mitten im Daintree Nationalpark. Und ja, mir wurde gesagt, ich soll aufpassen, ich soll nicht zu weit an den Rand gehen, denn es könnte sein, dass da ein paar Krokodile lauern. Und dementsprechend sollte ich vorsichtig sein und immer am Strand bleiben. So, das hier ist der Strand. Das ist unglaublich schön hier. So, wir sind jetzt hier an einem Aussichtspunkt, Alexander Viewpoint. Und von hier aus kann man ganz gut Tribulation, genau, sehen. Und ja, genießt die Aussicht. So, wir machen jetzt eine Bootstour und zwar über den Daintree River. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar Krokodilen über den Weg laufen, fahren, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Slowly meanders its way down through the lower reaches of the valley and it heads out to sea just a little bit south of Cape Kimberley. Where we are here is what's known as the intertidal zone. About a 2.5 metre tide up here. Bit of a myth that they store their food. This just doesn't happen though. It's up to about 8 metres in length. Biggest one shot in Australia, 8.71 metres long. We don't get them that big anymore because we shot them all. Alright, so the two flat parts on the top of her head, they're her ears. Eyes right in front of the ears, nostrils on the end of the snout. When they're being sneaky, in stealth mode, the mangrove roots. In particular, these ones are known as snorkel roots. They're a pneumatophore. What that means is they actually breathe from the plant. Now not only do they breathe from the plant, they've got a large cellular structure, much like that of balsa wood. They're capable of storing gases from the plant.
more. Couple of nice features about to come down the right hand side of the vessel. Only mangrove roots that we're not going to see every day. First of which is beautiful big buttress root next to us now. You can see how the tide shapes that root. Quite spectacular that is. That belongs to the tallest of the mangroves, the Hairy Tierra, or the looking glass mangrove.